Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Real Madrid gewinnt mit 1:0 gegen Osasuna und holt sich am ersten Spieltag die ersten 3 Punkte der Saison. In einem sehr zähen Spiel wird Real Madrid durch unsere neue Nummer 10, durch Kylian Mbappé erlöst, durch einen Elfmeter, den er vorher selber herausgeholt hat. Heute in dem Video unterhalten wir uns natürlich über das Spiel gegen Osasuna. Wir haben Stimmen zum Spiel, wir hören uns an, was unser Trainer zu sagen hat, unter anderem über die Neuzugänge, über Arda Güler, aber auch warum das Spiel gestern so schwer war. Also wie ihr hört, es wird auf jeden Fall ein interessantes, vollgepacktes Video. Viel Spaß dabei. Der Trainer, was wollte er heute von Ihnen auf dem Platz? Er wollte, dass wir eine gute Ballkontrolle hatten. Oft war der Ball im gegnerischen Feld, wurde von einer Seite auf die andere gespielt, sodass die andere Mannschaft laufen konnte und sie ließen nicht viel Platz zum Spielen. Wir haben immer die ganze Woche an diesem Spielplan gearbeitet und ich denke, wir hatten eine gute Zeit. Natürlich gibt es Dinge, die wir verbessern können, da es das erste Spiel der Saison ist. Wir sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, aber es ist positiv. Wir werden uns weiter verbessern und wir werden vorankommen. Ja, das waren die Worte von unserem Matchwinner Kylian Mbappé. Der Franzose, der mit seinem Siegtreffer die ersten 3 Punkte in Santiago Bernabéu geholt hat. Ja, dieses Spiel, Real Madrid gegen Osasuna, hat gestern bewiesen, dass das echte Leben kein Hollywood ist. Natürlich hätten wir Madridistas gestern ein Torschützenfest erwartet oder erhofft zumindest, dass Madrid 3-4-0 gewinnt und der ganzen Welt beweist, wie weit Real Madrid schon ist. Aber gestern hat man insbesondere gemerkt, dass du so eine Saison in 2 Wochen kaum vorbereiten kannst. Osasuna, Respekt, hat einen tollen Job gemacht. Das erste Mal, dass Real Madrid gegen so eine tiefstehende Mannschaft spielen musste. Und seien wir ehrlich, wenn du ein gutes Fußballspiel sehen willst, was für den Fan von außen attraktiv ist, da braucht es 2 Mannschaften, die mitspielen wollen. Osasuna hat mit ihren Mitteln gut dagegen gehalten, was natürlich für den neutralen Zuschauer oder für den Madrid-Fan etwas frustrierend war. Aber das ist Fußball, die haben die Waffen, die gespielt haben, gut ausgespielt und Madrid hatte an diesem Knochen hart zu nagen. Dazu wurde auch ein Xabi Alonso gefragt und hören wir uns erstmal die Antwort von unserem Trainer an, warum Real Madrid es so schwer fiel, gegen Osasuna diese 3 Punkte zu holen. In diesen Situationen gegen einen tiefstehenden Block, ich weiß nicht, ob euch da mehr Trainingseinheiten, mehr Spielpraxis fehlen. Fehlt euch vielleicht ein bestimmter Spielertyp im Kader? Was fehlt euch, um die erste Halbzeit besser zu eröffnen oder besser zu spielen? Ich denke, dass wir hatten nicht viel Zeit, um das vorzubereiten. Wir hatten erwartet, dass Osasuna etwas höher steht, so wie wir es in ihrer Vorbereitung gesehen hatten. Und nein, wir konnten gegen einen tiefstehenden Block in diesen 2 Wochen nicht allzu viel trainieren. Und ich denke, wir haben die passenden Spielertypen, oder? Für solche Situationen haben wir Leute, die mehr im Strafraum präsent sein können oder die außen ein bisschen mehr durchbrechen können. Man muss wissen, wie man das Spiel verlagert. Man muss wissen, wann das, was wir vorbereitet haben, funktioniert oder wann man ein bisschen mehr riskieren muss oder riskieren und dann aus dem zweiten Ball heraus einen Angriff aufbauen kann. Aber ja, das sind Situationen, denen wir uns stellen müssen und auf die wir uns noch besser vorbereiten müssen, wofür wir bisher einfach keine Zeit hatten. Ja, finde ich sehr sympathisch und sehr ehrlich von einem Xabi Alonso. Zunächst einmal merkt man immer, wie viel Ahnung der von Fußball hat. Aber zum anderen gibt er offen und ehrlich zu, wir hatten in den 2 Wochen noch nicht Zeit, uns auf so etwas Spezifisches vorzubereiten. Wir dachten, Osasuna würde offensiver spielen, weil die das in ihren Vorbereitungsspielen bisher so gemacht haben. Osasuna hat also Real Madrid und Xabi Alonso überrascht. Ja, und dadurch entwickelte sich dieses etwas zähe Spiel. Real Madrid hatte die komplette Kontrolle über das Spiel. Das muss einmal gesagt werden. Von der ersten bis zur 96. Minute. Osasuna hatte im gesamten Spiel 0
Schüsse aufs Tor. Thibaut Courtois hat keine Parade gemacht. Die einzigen Bälle, die er berührt hat, waren Flanken, die er abfangen durfte oder Abstöße, die er schießen durfte. Also, dieses Spiel von den Zahlen her, von der Kontrolle her, würde dir jeder Trainer dieser Welt unterschreiben. Die Zuschauer, die Fans, die wollen natürlich ein Torspektakel sehen, aber so ist nun mal nicht, funktioniert nun mal die echte Welt nicht. Und vom Trainerstandpunkt, glaube ich, ist Xabi Alonso sehr glücklich ins Bett gegangen. Ja, und hier hat man auch den großen Unterschied zum Fußball vom letzten Jahr unter Carlo Ancelotti gesehen. Das hohe Pressing, die Aggressivität, die hohen Balleroberungen von Real Madrid. Wen ich da explizit herausnehmen möchte, ist in der ersten Halbzeit vor allem Arda Güler. Man sieht, der hat das Spielsystem von Xabi Alonso komplett verstanden und das ist jemand, der genau das machen möchte, was der Trainer sehen möchte. Aber gleich kommen wir zu den Einzelspielern. Tatsache ist, Real Madrid hat Osasuna nicht aus der eigenen Hälfte kommen lassen. Osasuna ist kaum aus dem eigenen 16er gekommen. Also, wie gesagt, was das angeht, ist Real Madrid schon extrem weit. Man sieht, dass Xabi Alonso vielleicht nicht so sehr eingestellt hat auf tiefstehende Gegner, aber er hat sehr gut dieses Pressing, diese Aggressivität, die Laufwege etc. eingeübt. Das hat man gestern, wie gesagt, im kompletten Spiel gesehen. Ja, Real Madrid hat quasi die ganze Zeit die Lücke gesucht, das Spiel verschoben, versucht zu flanken etc. Aber jetzt auch mal ein Lob an Osasuna. Die haben das toll gemacht, die haben ihre Waffen toll gespielt, habe ich ja eben schon gesagt. Ja, dann in der Halbzeit hat Xabi Alonso erstmal mit den gleichen Jungs weitergespielt und dann hat Kylian Mbappé Sachen gemacht, die ein Kylian Mbappé nun mal macht. Er ist wesentlich agiler, schneller, fröhlicher als letztes Jahr. Ich kann es gar nicht beschreiben. So oft hat er Aktionen im 1 gegen 1, 1 gegen 2. Einmal hat er 3 oder 4 Gegner an der Mittellinie ausgedribbelt. Das Bernabeu stand da mit offenem Mund. Das war für den neutralen Fan schon schön. Aber auch bei der Aktion zum 1:0, der geht an 2 Gegenspielern vorbei, als wenn es nichts wäre, wird ganz klar umgetreten in 16er. Ich glaube, da gibt es keine Frage, keine Zweifel. Und er verwandelt den Elfmeter sicher zum 1:0. Was mir danach gefallen hat, nicht wie letzte Saison so oft, hat Real Madrid sich nicht zurückgezogen und irgendwie auf Konter gespielt oder irgendwas. Real Madrid hat weiter Fußball gespielt, als wenn es immer noch 0:0 stehen würde. Real Madrid hatte weiter die Kontrolle, weiter den Ball verschoben. Osasuna lief von einem Spieler hinter dem anderen her. Real Madrid hat das, muss man sagen, toll gemacht. Und ich glaube, es gibt keinen Zweifel, dass Real Madrid das Ding verdient gewonnen hat. Die Statistiken zeigen das auch. Osasuna hätte, glaube ich, gestern 4, 5 Spiele machen können und hätte kein Tor gemacht. Ja, also wie gesagt, im Endeffekt gewinnt Madrid absolut verdient mit 1:0 und startet mit einem guten Fuß in die neue Saison. Wobei uns allen klar ist, ein Xabi Alonso ist auch kein Magier und kann diese Mannschaft in 2 Wochen noch lange nicht dahin bringen, wo wir am Ende hin müssen. Das hat er aber selber in der Pressekonferenz auch zugegeben. In der Pressekonferenz wurde er auch zu seinen 4 Neuzugängen gefragt oder zu den 4 Spielern, die gestern im Santiago Bernabéu debütiert haben. Und bevor wir gleich zur Spieleranalyse kommen, hören wir uns erst einmal an, was Xabi Alonso über die Debütanten zu sagen hatte. Also, ich habe persönlich gesehen, dass weder das berühmte Trikot noch das erstmalige Betreten des ehrwürdigen Bernabéu-Stadions für sie eine wirkliche Last war. Ich denke, alle 4 Spieler haben eine wirklich gute, sehr ordentliche Leistung gezeigt. Vielleicht nicht unbedingt spektakulär, aber sie haben durchweg seriös gespielt, keine nennenswerten Fehler gemacht, waren überhaupt nicht nervös und haben sich hervorragend und nahtlos in das gesamte Team integriert. Diejenigen, die begonnen haben und Franco, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, haben für Schwung gesorgt und gute Energie mitgebracht. Und diese Mischung war dann gut mit denen, die schon da waren. Und wie gesagt, nach 2 Wochen ist das heute der erste Tag und jetzt müssen wir uns auf das nächste Spiel vorbereiten. Aber gut, als ersten Eindruck nehme ich viele positive Dinge mit und ich bin sehr glücklich, wieder im Bernabéu zu sein, in diesem neuen Bernabéu. Ja, bewerten wir jetzt mal die einzelnen Spieler. Thibaut Courtois
kann man nicht bewerten, weil der hatte mehr oder weniger nichts zu tun. Wenn er Flanken abfangen musste etc., hat er seine Autorität gezeigt. Das hat er gut gemacht. Starten wir direkt mit dem Kandidaten, den man ein bisschen kritisieren kann, Trent Alexander-Arnold. Der kommt aus der Premier League. Sein erstes Spiel in einer neuen Liga, in einem neuen Stadion, in einer neuen Stadt. Trent Alexander-Arnold hat natürlich noch nicht sein bestes Fußballspiel geliefert. Er muss ein bisschen ankommen, das musste auch ein Kylian Mbappé. Also ich würde Trent Alexander nicht zu viele Vorwürfe machen. Sein Spiel war nicht auf dem Niveau, auf dem wir den in den nächsten Wochen im weißen Trikot sehen werden. Innenverteidigung 1 mit Sternchen. Sowohl ein Dienhausen als auch ein Eder Militao, beide super, ganz kleine Konzentrationsmängel hier und da, sagen wir mal nur eine 1, nicht mit Sternchen, aber die beiden sind ein gutes Team, beide riesig, dynamisch, hat mir Spaß gemacht, vor allem Dienhausen, der kommt einem so vor, als wenn er seit 20 Jahren Innenverteidiger bei Real Madrid wäre. Was für eine Ruhe der ausstrahlt. Was für eine Ballkontrolle. Wie so oft gesagt, der ist ein Toni Kroos aus der Innenverteidigung heraus. Also es hat Spaß gemacht und er ist essentiell für den Fußball, den Real Madrid unter Xabi Alonso spielen möchte. Links Álvaro Carreras. Halleluja. Das war ein richtig tolles Spiel von dem jungen Spanier. Er hat mich in seinem ersten Spiel bereits überzeugt. Man hat gesehen, warum Real Madrid so viel Geld in die Hand genommen hat und so an ihm gekämpft hat, damit er tatsächlich nach Madrid kommt. Tolles Spiel von dem Jungen, hat mit Vini überlinks ständig Druck gemacht, ein ständiger Gefahrenherd und ich erwarte noch viel von Álvaro Carreras. Hat mir persönlich Spaß gemacht zuzuschauen. Aurelien Tchouaméni, unauffällig, aber erledigt seinen Job. Es ist kein Zufall, dass Osasuna nicht einen Schuss aufs Tor hatte. Das liegt natürlich auch an der Arbeit, die ein Aurelien Tchouaméni gemacht hat, mit einem Fede Valverde, mit einem Arda Güler, insbesondere die drei. Die haben Osasuna keine Luft zum Atmen gegeben und sind mit das wichtigste Bestandteil dieser Mannschaft gestern gewesen. Ja, kommen wir dann zu Fede Valverde und Arda Güler. Und zwar, was mich gewundert hat, das ist so die einzige, ich weiß nicht mal ob Kritik, sondern Verwunderung, die ich hatte. Die haben gestern nicht so gespielt, wie ich es erwartet hätte. Fede Valverde über halb links und Arda Güler über halb rechts. Vor allem ein Arda Güler hat man diesen Wechsel angemerkt, denn ich finde, ein Arda Güler hat ein Spiel gemacht, das war okay. Kommt Xabi Alonso auch gleich noch zu, sieht man auch auf Sofascore, seine Werte, die sind überall stark, also ich weiß nicht, warum der Junge immer so viel Kritik bekommt, wenn der mal kein 10,0er Spiel macht, aber wie gesagt, wir hören uns gleich die Antwort von Xabi Alonso an. Aber ich finde, was einen Arda Güler auf halb rechts zu einem unglaublichen Bombenspieler macht, sind seine Flanken, sind seine Abschlüsse. Also, Fede Valverde möchte wahrscheinlich eher über rechts spielen und ein Arda Güler ist das wahrscheinlich eher egal. Aber meiner Meinung nach sollten die beiden tauschen. Ich habe von einem Arda Güler über halb rechts wunderbare Spiele gesehen und ich glaube, sein linker Fuß ist eine Waffe, auf die Real Madrid nicht verzichten sollte. Vor allem in solchen Spielen glaube ich, dass er mit einem Fernschuss das Spiel auch früher hätte entscheiden können oder mit einer präzisen Flanke. Ich würde mir wünschen, wenn in Zukunft Fede Valverde eher halb links und Arda Güler eher halb rechts spielt. Vorne im Sturm Vini Junior. Sehr viel Kritik auch bekommen. Ich glaube, neben Arda Güler ist das auch der Spieler, der immer die meiste Kritik bekommt. Aber ein Vini Junior hat extrem viel nach hinten gearbeitet. Auch er hat durch sein Pressing, durch sein aggressives Angreifen dafür gesorgt, dass Madrid die Kontrolle hatte. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprints Vini Junior 20, 30 Meter nach hinten gemacht hat, um den Ball zu erobern. Standing Ovations im Santiago Bernabéu. Natürlich wünschen wir uns alle von Vini, dass der jedes Spiel einen Hattrick macht. Aber wenn das nicht klappt, weil Osasuna gut verteidigt, dann arbeitet zumindest nach hinten. Und zu dem Vini Junior von letzter Saison, zu diesem Spiel, da liegen Welten. Das ist der Vini Junior, den wir sehen wollen. Irgendwann wird auch vorne wieder das Quäntchen Glück auf deiner Seite sein. Irgendwann klappen auch die Dribblings wieder. Aber solange das nicht klappt, Vini Junior, arbeite weiter so nach hinten. Brahim Diaz auch etwas unauffällig, aber auch da muss ich das Gleiche sagen wie bei Vini. Ein Brahim hat gearbeitet, hat dafür gesorgt, dass Madrid die Kontrolle hatte. Auch bei ihm wünschen wir uns natürlich spektakuläre Dribblings durch 5 Mann, wie er es damals gegen Leipzig gemacht hat, den Ball in den Winkel. Sowas klappt nun mal nicht jedes Spiel. Der hat seinen Job gemacht und ich glaube, das kann ich über jeden einzelnen Spieler gestern von Real Madrid sagen. Aber auch da, mit der Zeit werden bessere Spiele kommen. Ja, und Kylian Mbappé
mit der Nummer 10 hat gestern gezeigt, dass er der neue Leader, dass er der Kopf von Real Madrid ist. Er hat diese 3 Punkte mehr oder weniger im Alleingang nach Hause gebracht. Nicht nur das Dribbling, das zum Tor geführt hat und den Elfmeter. Er war der Spieler, der immer wieder Situationen hatte, die das Santiago Bernabéu ins Staunen gebracht haben. Ja, und jetzt, wie versprochen, bevor ich zu den Auswechselspielern komme ich zu einem der beiden Spieler, der seltsamerweise immer viel Kritik bekommt, nämlich der junge Türke Arda Güler. Denn Xabi Alonso wurde gestern in der Pressekonferenz explizit nach ihm gefragt. Hören wir uns die Antwort von unserem Trainer einmal an. Ich möchte dich nach Arda Güler fragen. Wie haben Sie Arda Güler in dieser Position erlebt, in der Sie ihn auch ganz konkrete Dinge gefragt haben, ob Ihnen das Spiel gefallen hat und wie Sie es sehen? Ja, ich denke, dass, also seit wir hier sind mit Arda, es hat Fortschritte gegeben, nicht wahr? Nicht nur seine Qualität, die ja schon offensichtlich war und die er bereits gezeigt hatte, sondern auch seine Art, die Position zu verstehen. Seine Art, Stabilität zu geben, seine Art, das Spiel zu kontrollieren, seine Art, sich einzubringen. Und dann hat er das getan, besonders in der ersten Hälfte. Er hatte sehr gute Runden, eroberte den Ball, ermöglichte uns weiter anzugreifen. Das ist es, was wir tun müssen, um sie weiter unter Druck zu setzen. Wir müssen weiterhin Minuten mit Arda investieren, damit er ein wichtiger Spieler ist. Er versteht es und ich freue mich für ihn. Ja, ich glaube, Xabi Alonso ist nach mir einer der größten Arda Güler-Fans. Das hört man in jedem Wort. Er hat auch klargestellt, er hat ein gutes Spiel gemacht. Seine unendliche Qualität, seine Kontrolle, das Spiel zu führen. Und auch, er hat extra nochmal betont, wie viele Balleroberungen in der ersten Halbzeit hatte und wie wichtig er ist für die Kontrolle des Spiels. Ein Arda Güler ist für einen Xabi Alonso unantastbar. Das hat er mit dieser Antwort gestern auch nochmal klar gemacht. Und ich hoffe einfach mal, dass die Kritiker, bevor sie so schnell kritisieren, mal hören, was der eigene Trainer über diesen Jungen zu sagen hat. Ja, wie dem auch sei, ich möchte mich heute über 2 Auswechselspieler mit euch unterhalten. Nummer 1, wie soll es auch anders sein? Franco Mastantuono. Der junge Argentinier hatte sein Debüt im Santiago Bernabéu. Standing Ovations. Das Santiago Bernabéu hat sehr viel von ihm erwartet. Und Xabi Alonso, wie so oft gesagt, hat von Anfang an gezeigt, dieser Junge wird wichtig für das Team. Er hat ihn in der 63. Minute eingewechselt. Er sollte sogar der erste Einwechselspieler sein. Dann ist Carvajal noch kurz vor ihm reingekommen. Aber Franco Mastantuono hat schon Ansätze seiner Qualität gezeigt. Auch bei dem jungen Argentinier muss man sagen, er kommt von einer Saison. Natürlich muss er sich noch an die neuen Umgebenheiten gewöhnen. Aber ich finde, wir werden in Zukunft noch viel Spaß haben mit dem jungen Argentinier. Und das sieht ein Xabi Alonso auch so. Hören wir da einmal rein. Ich möchte dich nach Franco Mastantuono fragen. Er sollte die erste Auswechslung sein, dann hast du ihn mit Carvajal gleichgestellt, aber mit nur 4 Trainingseinheiten. Er bei seinem Debüt im Bernabéu der erste Wechsel war. Sieht ganz so aus, oder? Ich glaube, ich habe schon gesehen, dass er etwas beitragen kann. Und ich finde, er hatte gute Minuten. Und ich denke, er konnte zwar nicht mit uns trainieren, aber er hat sich trotzdem vorbereitet. Er hatte große Lust und manchmal ist das Mentale, manchmal wiegt das Emotionale mehr als das, was man erarbeitet hat. Und das hat eine gute Wirkung gehabt und ich denke, es ist eine gute Nachricht, dass es sein Debüt gab. Ja, wie ihr hört, auch Xabi Alonso zufrieden mit dem jungen Argentinier. Und zu guter Letzt, wie soll ich nicht über einen Dani Carvajal reden? Was für eine Freude, unseren Kapitän wieder im Santiago Bernabéu zu sehen. Nach über 300 Tagen Kampf, harter Arbeit, Physios, viel Schmerzen im Versteckten, hat er es wieder auf den Platz geschafft. Tolles Spiel, muss ich auch sagen, von Dani Carvajal. Gestern hat er mir sogar besser gefallen als Trent Alexander-Arnold. Und einige sagen schon, in 2-3 Monaten ist Dani Carvajal wieder der Starter von Real Madrid. Ich glaube, ein Xabi Alonso wird da sehr viel rotieren lassen. Ich habe mich aber sehr für Dani Carvajal gefreut, dass unser Kapitän zurück ist. Ja, hat mir ein Lächeln ins Gesicht gemacht. Ja. Das ist mehr oder weniger die Zusammenfassung zum Spiel von gestern. Es ist leider nicht das Spektakel geworden, was wir uns alle erhofft hatten. Aber im Endeffekt
Mund abwischen, 3 Punkte holen, weitermachen. Real Madrid wird von Woche zu Woche besser werden. Xabi Alonso braucht jede Trainingseinheit, um diese Mannschaft dahin zu kriegen, wo er die haben will. Aber ich glaube, für das erste Spiel waren das schon sehr viele gute Ansätze. Ja, bin ich gespannt, was ihr zu diesem Spiel zu sagen habt. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr tut mir einen Riesengefallen und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!